Das bin ich, David. Ich bin Naturfilmer und Ökologe. In meinem Wildtiermonitoring beobachte ich das Leben in forstlich stillgelegten Wäldern. Eine der häufigsten Arten in vielen Gebieten ist das Reh. Vor 150 Jahren war es noch nicht so stark verbreitet wie heute, in der Schweiz sogar fast ausgestorben. Als Kulturfolger kommt das Reh wieder in unterschiedlichen Lebensräumen vor. Anders als Rot- und Dammwild ist es an dichte Wälder angepasst. Durch seinen keilförmigen Körperbau mit schmaler Brust kann es sich im Unterholz sehr leise bewegen. Um seinen Energiebedarf zu decken, muss ein 20 Kilogramm schweres Reh zwischen 2 und 4 Kilogramm Grünmasse am Tag fressen. Es ernährt sich von Gräsern, Knospen, Laubtrieben, Kräutern und Brombeeren. Dass es durch diesen hohen Grünbedarf bei Waldbesitzern nicht beliebt ist, liegt auf der Hand. Pro Jahr werden allein in Deutschland mehr als 1,2 Millionen Rehe geschossen. Eine unglaublich hohe Zahl. Dieses Kitz ist im Mai geboren. Schon in den ersten Stunden nach der Geburt versucht das Kitz die ersten Schritte. Zunächst verbringt es viel Zeit alleine in Deckung. Die Mutter ist währenddessen zum Äsen unterwegs und kommt zum Stillen zum Kitz zurück. Zum Lautrepertoire der Rehe gehört, wie hier zu hören, auch das Fiepen, mit welchem das Kitz nach seiner Mutter ruft. Ab der ca. 4. Woche folgt das Kitz nun der Mutter und erlernt bis zum 6. Monat wichtige Verhaltensweisen wie Kampf-, Brunft- und Markierungsverhalten. Die Mutterfamilien zerfallen ca. ein Jahr nach der Geburt. Nachdem die Böcke im Herbst ihr Geweih abgeworfen haben, beginnt es im folgenden Frühjahr gleich wieder zu wachsen. Dabei wird das neue Geweih zunächst noch durch eine schützende und nährende Basthaut bedeckt. Nach Abschluss der Geweihbildung wird die Basthaut dann durch Fegen an Büschen und jungen Bäumen entfernt. Böcke können sowohl einzelgängerisch in eigenen Territorien oder nicht territorial leben. Erschrickt sich ein Reh, hat aber noch nicht den Verursacher der Störung identifizieren können, gibt es auffällige Belllaute von sich. Dabei soll zum einen dem Störer gezeigt werden, dass er entdeckt wurde, und zum anderen den Artgenossen signalisiert werden, wo es sich gerade befindet. Entscheiden sich Rehe zur Flucht, was recht oft passiert, galoppieren sie über kurze Distanzen, können allerdings diese Gangart aufgrund zu hoher Belastung für Herz und Lunge nicht lange beibehalten. Wenn die Brunft zum Beginn des Herbstes abgeschlossen ist, schließen sich die Rehe zu Gruppen zusammen, auch Sprünge genannt. Die Größe und Zusammensetzung dieser Verbände ist von vielen Faktoren abhängig. Vor der Geburt der Kitze lösen sich die Gruppen wieder auf.